Nur noch eine Runde. Kennst du diesen Satz? Nur noch ein Match. Nur noch 5 Minuten. Und plötzlich ist es 2 Uhr nachts. Dann 3 Uhr. Dann hörst du den Gebetsruf vom Morgengebet. Und in deinem Kopf beginnt der Kampf. Ich bete gleich. Ich bete nach diesem Match nur noch ein Sieg. Doch dieser Sieg kommt nie. Liebe Geschwister, heute geht es nicht darum, ob Gaming haram oder halal ist. Heute geht es um eine viel wichtigere Frage. Kontrollierst du das Spiel oder kontrolliert das Spiel längst dich? Allah hat dir Zeit gegeben. Nicht Geld, nicht Likes, nicht virtuelle Punkte, sondern Zeit. Und jeder von uns besitzt jeden Tag genau dieselben 24 Stunden. Der Unterschied liegt darin, wo wir sie investieren. Denn eines Tages wird niemand gefragt werden, welchen Rang hattest du in diesem Spiel. Aber wir werden gefragt werden, wie wir unsere Jugend verbracht haben. Wenn wir in den Koran schauen, sehen wir, dass die Menschen früher an ihre Götzen festhielten. Sie wussten, dass die Propheten sie zur Wahrheit riefen und trotzdem sagten sie sinngemäß, wir können unsere Götter nicht verlassen. Warum? Weil sie ihnen wichtiger geworden waren als der Gehorsam gegenüber Allah. Ich sage nicht, dass Gaming ein Götze ist, aber jeder Muslim sollte sich eine ehrliche Frage stellen. Was passiert, wenn der Gebetsruf ertönt und ich trotzdem weiterspiele? Was passiert, wenn das Gebet wartet, aber das Match nicht? Was passiert, wenn Allah ruft und ich etwas anderes bevorzuge? Dann ist dieses Spiel in diesem Moment wichtiger geworden, als es eigentlich sein sollte. Und hier beginnt eine gefährliche Entwicklung. Denn alles, was dich dauerhaft davon abhält, Allah zu gehorchen, kann in deinem Herzen eine Stellung einnehmen, die nur Allah zustehen sollte. Vielleicht ist es Gaming, vielleicht sind es soziale Medien, vielleicht ist es Geld, vielleicht etwas anderes. Es geht um Prioritäten. Es geht darum, wer in deinem Leben wirklich an erster Stelle steht. Also lass mich dir heute 5 wichtige Tipps geben, die jeder muslimische Gamer wissen sollte. Tipp 1. Frag dich ehrlich, warum zockst du eigentlich? Die meisten Menschen stellen sich diese Frage nie. Warum zocke ich eigentlich? Aus Spaß? Okay. Zur Entspannung? Auch okay. Mit Freunden? Verständlich. Aber manchmal steckt mehr dahinter. Manche flüchten vor Stress, manche vor Einsamkeit. Manche vor Problemen, manche vor Verantwortung. Denn wenn Gaming zur Flucht wird, wird aus Unterhaltung langsam Abhängigkeit. Plötzlich freust du dich mehr auf das Spiel als auf dein echtes Leben. Du denkst ständig daran. Du wartest auf den nächsten Login, auf den nächsten Rang, auf den nächsten Erfolg. Doch frag dich, wenn morgen das Internet ausfällt, würdest du trotzdem zufrieden mit deinem Leben sein oder würde etwas zusammenbrechen? Der Prophet Muhammad a.s. sagte sinngemäß, die Taten werden nach den Absichten bewertet. Deshalb beginnt alles mit Ehrlichkeit. Was kannst du tun? Setz dich heute Abend 5 Minuten hin, ohne Handy, ohne Konsole und frag dich, warum spiele ich wirklich? Diese Antwort könnte dein Leben verändern. Denn manchmal ist nicht das Spiel das Problem, sondern das, wovor wir im Spiel davonlaufen. Vielleicht suchst du in einem Spiel etwas, das nur die Nähe zu Allah wirklich geben kann. Tipp 2. Wenn Gaming dein Gebet verdrängt, läuft etwas falsch. Die meisten Muslime verlieren ihre Religion nicht von heute auf morgen. Es fängt oft mit kleinen Dingen an. Ich bete gleich. Das Mittagsgebet hole ich später nach. Nach diesem Match bete ich das Nachmittagsgebet. Und irgendwann wird aus einer Ausnahme eine Gewohnheit. Allah sagt im Koran, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ und sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Allah sagt nicht, sucht Hilfe im Gaming, nicht in Serien, nicht in Ablenkung, sondern im Gebet. Wenn ein Spiel dich regelmäßig von Allah entfernt, dann ist das nicht mehr nur Unterhaltung, dann solltest du anfangen, dich selbst zu hinterfragen. Was kannst du tun? Mach das Gebet zum Mittelpunkt deines Tages, nicht das Spiel. Plane deine Gamingzeit um die Gebetszeit herum, nicht die Gebetszeiten um deine Gamingzeit. Ein Muslim verschiebt seine Gottesdienste nicht für ein Spiel, er verschiebt das Spiel für seine Gottesdienste. Tipp 3. Die Gaming-Industrie kämpft um deine Aufmerksamkeit. Viele Spieler verstehen eine Sache nicht. Du kämpfst nicht nur gegen andere Spieler,
Du kämpfst gegen Milliarden Unternehmen. Diese Unternehmen beschäftigen Psychologen, Analysten, Verhaltensforscher. Warum? Damit du länger bleibst. Noch ein Match, noch eine Belohnung, noch ein Level, noch ein Skin. Alles ist darauf ausgelegt, dich möglichst lange im Spiel zu halten. Deshalb musst du wachsam sein. Der starke Mensch ist nicht derjenige, der den Endboss besiegt. Der starke Mensch ist derjenige, der seinen Nefs, seinen inneren Schweinehund besiegt. Derjenige, der sagen kann, es reicht für heute und dann wirklich ausschaltet. Was kannst du tun? Setz dir vor dem Spielen eine feste Zeit. Wenn die Zeit vorbei ist, aufstehen, nicht diskutieren, nicht verhandeln, nicht nur noch eine Runde, einfach aufstehen. Bitte verzeiht mir, wenn ich das so direkt sage. Sei kein Sklave und kein Hund deines Spiels. Und wenn du merkst, dass du das alleine nicht in den Griff bekommst, dann such dir Hilfe. Tipp 4. Die Sahaba verstanden den Wert der Zeit. Die Sahaba radiallahu anhum waren keine Maschinen. Sie lachten, sie scherzten, sie entspannten sich, aber sie verstanden etwas, das viele Menschen heute vergessen haben. Die Zeit kommt niemals zurück. Hassan al-Basri, Rahimullah, sagte, O Sohn Adams, du bestehst nur aus Tagen. Wenn ein Tag vergeht, vergeht ein Teil von dir. Denk darüber nach. Jeder Tag ist ein Stück deines Lebens, jede Woche, jeder Monat, jedes Jahr. Und irgendwann wird die Kerze vollständig abgebrannt sein. Dann spielt es keine Rolle, welchen Rang du erreicht hast. Die Frage wird sein, was hast du aus deiner Zeit gemacht? Und da gibt es nur zwei Optionen, nur zwei Welten, zwei Heimaten für die Menschen, die Hölle oder das Paradies. Wäre das nicht schade, wenn ein Mensch das Paradies nicht oder erst später betreten darf, weil er mit dem Zocken seine Zeit verschwendet hat? Wäre es nicht furchtbar, wenn ein Mensch in die Hölle muss, brennen muss, bestraft werden muss, nur weil er seine Playsee nicht ausschalten konnte? Das bedeutet nicht, dass jeder Muslim jede freie Minute lernen muss, aber es bedeutet, dass unsere Freizeit einen Platz haben sollte und nicht unser ganzes Leben werden darf. Tipp 5. Vergiss niemals, wofür du erschaffen wurdest. Hier ist die wichtigste Botschaft dieses Videos. Als Muslim solltest du immer wissen, was in deinem Leben an erster Stelle steht. Nicht dein Rang, nicht dein Account, nicht dein nächstes Match, sondern Allah. Denn alles andere kommt und geht. Lass mich dir eine Frage stellen. Kannst du dich heute noch an den Spaß erinnern, den du vor Jahren beim Zocken hattest? Kannst du dieses Gefühl heute noch fühlen? Natürlich nicht. Der Moment ist vorbei, das Spiel ist vorbei, der Sieg ist vorbei, der Spaß ist vorbei, aber die Zeit, die du dafür ausgegeben hast, ist ebenfalls vorbei und sie kommt niemals zurück. Deshalb sollte ein Muslim lernen, zwischen dem zu unterscheiden, was nur für den Augenblick da ist und dem, was ihm wirklich nützt. Die eigentliche Frage lautet nicht, wie viel habe ich gespielt, sondern was habe ich aus meiner Zeit gemacht? Denn jede Gewohnheit formt deinen Charakter und irgendwann wird aus dem, was du täglich tust, die Person, die du wirst. Was kannst du tun? Zocke bewusst, zocke mit Grenzen, zocke mit Kontrolle und vergiss niemals, wer du bist. Du bist nicht einfach nur ein Gamer, du bist ein Diener Allahs. Und wenn du merkst, dass das Spiel beginnt, dein Herz, deine Zeit oder deine Beziehung zu Allah zu beherrschen, dann zieh die Notbremse. Sofort. Nicht morgen, nicht irgendwann, sondern sofort und zwar heute. Liebe Geschwister, ein Spiel kann jederzeit neu gestartet werden. Dein Leben nicht. Deine Jugend nicht. Deine Zeit nicht. Nutze die Dinge dieser Welt, aber lass niemals zu, dass sie dich benutzen. Wenn Gaming dich Allah näher bringt, deine Pflichten nicht verdrängt und seinen Platz kennt, dann genieß deine Freizeit. Doch wenn Gamen beginnt, dein Herz zu besetzen, deine Gebete zu verdrängen und deine Zukunft zu stehlen, dann erinnere dich daran, du wurdest für Größeres erschaffen. Möge Allah uns helfen, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen. Möge er unsere Herzen
vor Ablenkungen schützen und möge er uns zu den Menschen machen, die ihre Jugend für das einsetzen, was ihnen im Diesseits und im Jenseits nützt. Allahumma amin. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du etwas daraus mitnehmen konntest, dann vergiss nicht, das Video zu liken, zu kommentieren und mit deinen Freunden zu teilen. Vielleicht kennt ihr jemanden, der genau diese Erinnerung heute braucht. Und wenn du mehr islamische Inhalte sehen möchtest, die dir im Alltag weiterhelfen, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine Videos mehr verpasst. Möge Allah uns helfen, unsere Zeit sinnvoll zu nutzen und das Wichtige über das Bequeme zu stellen. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin.